In der tiefen und dichten Amazonaswald leben starke und mutige Stämme, bekannt als Amazonen. Diese starken Frauen besitzen einzigartige Fähigkeiten und außergewöhnliche Überlebensfähigkeiten in dieser harten und herausfordernden Umgebung. Die Amazonen wachsen in kleinen Stämmen auf, die auf die Jagd und das Sammeln von Früchten als Nahrungsquelle angewiesen sind. Schon von klein auf werden sie im Umgang mit lokalen Waffen wie dem Bogen, Pfeil und Holzknüppel trainiert. Sie erlernen auch Kampfkünste, Selbstverteidigung und militärische Taktiken von den erfahrensten Anführern des Stammes. Die Amazonen zeichnen sich durch ihre körperliche Stärke und ihre Geschicklichkeit aus. Sie können sich leicht durch die verworrenen Amazonaswälder bewegen und schwere Lasten auf ihren Rücken tragen. Sie sind auch erfahren im Einsatz von Heilpflanzen für Behandlung und Heilung, da sie auf das alte Wissen zurückgreifen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten die Amazonen eng zusammen, um ihr Leben zu erhalten und ihre Gemeinschaft zu verteidigen. Sie organisieren Jagdmissionen, Ressourcensammlung und teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Einheit und Zusammenarbeit sind entscheidend für ihren Erfolg und den Fortbestand ihres Stammes. Allerdings ist das Leben der Amazonen nicht ohne Herausforderungen. Sie stehen Bedrohungen von illegalen Siedlern gegenüber, die darauf abzielen, die natürlichen Ressourcen des Amazonas auszunutzen. Manchmal stoßen sie auf Konfrontationen mit diesen Siedlern und verteidigen ihr Land und ihre Kultur. Die Amazonen besitzen den Geist des Widerstands und der Entschlossenheit und sind bereit, für den Erhalt ihres Erbes und den Schutz ihrer natürlichen Umwelt zu kämpfen. Und so geht die Geschichte der Amazonen im Amazonas weiter, in der Stärke, Kampfgeist und Opferbereitschaft vereint sind, um das fragile Ökosystem und die einzigartige Kultur zu bewahren, in der sie leben. Das Ende bleibt ihnen überlassen, um es fortzusetzen. Werden die Amazonen erfolgreich sein, um das zu schützen, was ihnen lieb ist? Ashatar und Samira sind zwei junge Frauen aus dem Amazonas-Stamm. Ashatar zeichnet sich durch ihre körperliche Stärke und auffällige Tapferkeit aus, während Samira für ihre Weisheit und Geschicklichkeit bekannt ist. Sie waren enge Freundinnen und Partnerinnen auf ihren Reisen und Abenteuern. Eines Tages erhielt der Stamm eine schockierende Nachricht. Eine Gruppe illegaler Siedler drang in das Amazonasgebiet ein, um die natürlichen Ressourcen auszubeuten. Diese neue Bedrohung zwang die Amazonen, sich zu erheben und ihre Rechte und ihr Land zu verteidigen. Ashatar und Samira beschlossen, eine kleine Gruppe von Amazonen anzuführen, um sich den Siedlern entgegenzustellen und ihre Gemeinschaft und Umwelt zu schützen. Sie begaben sich auf eine gefährliche Reise durch den dunklen Wald, überwanden unwegsames Gelände und trafen auf wild lebende Tiere. Während ihrer Reise entdeckten die Amazonen, dass die Siedler gewalttätig waren und ihre Grenzen überschritten hatten. Sie zerstörten die Wälder und vertrieben wilde Tiere, was die Amazonen dazu veranlasste, ihre Bemühungen im Kampf gegen die Siedler zu verstärken und diese Zerstörung zu stoppen. Es entstanden epische Schlachten zwischen den Amazonen und den Siedlern. Die Amazonen nutzten ihre Kampffähigkeiten und taktischen Strategien, um die Ambitionen der Siedler einzudämmen und ihr Land zu schützen. Es waren lange und heftige Kämpfe, aber die Amazonen verloren nie die Hoffnung und kämpften bis zum Ende. Star, Samira und die Amazonen setzten mutig und entschlossen ihren Kampf gegen die Siedler fort. Sie standen vor vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber sie verloren nicht ihren Willen. Die Amazonen waren in der Lage, überraschende Angriffe auf die Siedler durchzuführen und dabei ihre Fähigkeiten im Schleichen und Kämpfen zu nutzen. Die Amazonen begannen, die Versuche der Siedler, die natürlichen Ressourcen im Amazonasgebiet zu erobern, zu vereiteln. Sie organisierten ihre Angriffe strategisch und nutzten ihr tiefes Wissen über den Wald und die komplexen Geländemerkmale aus. Die Amazonen verwirrten die Siedler und planten sorgfältig, um ihr Land zu verteidigen. In einer Schlacht wurden die Amazonen von einer großen bewaffneten Truppe der Siedler angegriffen. Die Schlacht war heftig und gewalttätig und die Amazonen erlitten schwere Verluste.
Dennoch gaben die Amazonen nicht auf, sondern kämpften tapfer weiter. In einem entscheidenden Moment nutzten Ishtar und Samira ihre strategischen und Führungsqualitäten, um die Amazonen zu leiten und sie in einem finalen Angriff zu organisieren. Sie nutzten die umliegenden Geländemerkmale zu ihrem Vorteil und nutzten die Schwäche der Siedler im Nahkampf aus. Nach einer erbitterten Schlacht gelang es den Amazonen, die Siedler zu besiegen und sie von ihrem Land zu vertreiben. Ishtar und Samira gelang es, den Stamm zum Sieg zu führen, und sie wurden als Heldinnen und Anführerinnen der Amazonen geehrt. Nach dem Sieg begannen die Amazonen damit, das geschädigte Land wiederherzustellen und die verbleibende Tierwelt zu schützen. Sie pflanzten Bäume und setzten Umweltschutzrichtlinien um die Zerstörung der natürlichen Ressourcen in der Zukunft zu verhindern. Die Amazonen lebten in Frieden und Wohlstand, und ihr Stamm wurde zum Vorbild für den Umweltschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Ishtar und Samira führten weiterhin die Amazonen mit Weisheit und Tapferkeit und wurden zu Symbolen von Stärke und Willenskraft. So setzte die Reise der Amazonen fort, Gerechtigkeit zu erreichen und zum Aufbau einer besseren Gesellschaft beizutragen. Sie arbeiteten daran, Bildung zu fördern und die Rolle der Frauen innerhalb des Stammes zu stärken, was zu einem Wachstum der Kultur und der lokalen Wirtschaft führte. Die Amazonen wurden aktive Partner bei Entscheidungsfindung und Gestaltung ihrer eigenen Zukunft und der Zukunft ihrer Generation. Es wurden neue Schätze im Amazonas entdeckt, wie saubere und nachhaltige Energiequellen, von denen die Amazonen verantwortungsvoll profitierten. Sie beschlossen, diese Ressourcen zu nutzen, um nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Bedürfnisse der Gemeinschaft im Allgemeinen zu unterstützen. Der Amazonenstamm erweiterte sich und arbeitete mit anderen Stämmen im Amazonasgebiet zusammen, um die Wälder zu schützen und den fortlaufenden Umweltbedrohungen entgegenzutreten. Sie bildeten starke Allianzen mit globalen Umweltorganisationen, um ihre Rechte zu verteidigen und ihre Umwelt zu schützen. Das Tierleben im Amazonasgebiet erholte sich und bedrohte Tier- und Pflanzenarten begannen wieder zuzunehmen. Die Naturschutzgebiete im Amazonas wurden zu wichtigen touristischen Zielen, die die lokale Wirtschaft förderten und die einzigartige biologische Vielfalt der Welt präsentierten. Dank des Durchhaltevermögens und der Entschlossenheit der Amazonen wurde ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz im Amazonas erreicht. Der Stamm wurde zu einer treibenden Kraft für positive Veränderungen und zu einem Vorbild für den Schutz des Landes und den Erhalt seines wertvollen kulturellen Erbes. Und so geht die Geschichte der Amazonen weiter, inspirierend und ermutigend diejenigen, die für Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt kämpfen. Die Amazonen bleiben ein Symbol für Stärke, Mut und Entschlossenheit in der modernen Welt. Im Zuge ihrer Reise beschlossen die Amazonen, ihren Kampf auszuweiten, um Einfluss auf Siedler und Regierungen weltweit auszuüben. Ishtar und Samira starteten weltweite Kampagnen, um auf die Bedeutung des Schutzes des Amazonas und der biologischen Vielfalt aufmerksam zu machen und auf die Bedrohungen hinzuweisen, denen er ausgesetzt ist. Die Amazonen arbeiteten mit nichtstaatlichen Organisationen und Umweltaktivisten zusammen, um Druck auf Regierungen und Unternehmen auszuüben und entscheidende Maßnahmen zum Schutz des Amazonas und zur Reduzierung von Verschmutzung und Zerstörung zu fordern. Sie organisierten friedliche Demonstrationen und internationale Treffen, um Entscheidungsträger zu beeinflussen und sie zu effektivem Handeln zu ermutigen. Mit zunehmendem Bewusstsein der Welt für die Bedeutung des Amazonas wuchs der Druck auf Siedler und Unternehmen, Umweltfragen zu berücksichtigen und die Rechte der Amazonen zu respektieren. Es wurden strenge Einschränkungen für die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und den illegalen Handel eingeführt, um Zerstörung zu verhindern. Die Amazonen arbeiteten mit Forschern und Wissenschaftlern zusammen, um nachhaltige Lösungen für Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung im Amazonasgebiet zu entwickeln. Technologie und Umweltinnovationen wurden genutzt, um nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und saubere Energiequellen zu entwickeln. Größere Flächen wurden als Naturschutzgebiete ausgewiesen, um die biologische Vielfalt und die Lebensräume der Tierwelt zu schützen.
Lokale Umweltdienstleistungen und ökologischer Tourismus wurden gefördert, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze für die Amazonen zu schaffen. Die Amazonen erlangten eine größere Führungsrolle in der Gesellschaft, indem sie ihre Beteiligung an Entscheidungsfindung und Umsetzung von Umweltprojekten stärkten. Die Rechte der Frauen wurden gefördert und ihre wirtschaftliche und soziale Ermächtigung wurde vorangetrieben. Auf globaler Ebene wurde die Geschichte der Amazonen zu einer Inspirationsquelle und einer treibenden Kraft für positive Veränderungen. Sie wurden mit internationalen Auszeichnungen für ihre herausragende Rolle im Umweltschutz und im Einsatz für die Rechte des Amazonas geehrt. Auf diese Weise setzt die Geschichte der Amazonen ihre Umwelt- und sozialen Veränderungen fort, die die Welt braucht. Ihre Bemühungen konzentrieren sich darauf, Umweltbewusstsein zu fördern und sich mit Organisationen und Einzelpersonen zu vernetzen, die die gleiche Vision teilen. Im Laufe der Zeit haben die Amazonen große Erfolge erzielt. Durch ihre umweltfreundlichen Kampagnen konnten sie das Verhalten der Verbraucher und die Ausrichtung von Unternehmen verändern. Sie beteiligten sich aktiv an Konferenzen und internationalen Gipfeln, um auf globale Politik Einfluss zu nehmen und sicherzustellen, dass die Interessen des Amazonas in Plänen und internationalen Vereinbarungen berücksichtigt werden. Einige große Erfolge wurden erzielt, wie die Verschärfung der Gesetze zum Schutz der Wälder und die Verringerung von Umweltverschmutzung, die internationale Zusammenarbeit zum Schutz des Amazonas und zur Förderung nachhaltiger Entwicklung in der Region wurde gestärkt. Auf gesellschaftlicher Ebene haben die Amazonasgemeinschaften eine Verbesserung der Lebensqualität und den Zugang zu grundlegenden Ressourcen erfahren. Bildung, Gesundheitsversorgung und wirtschaftliche Chancen für die Amazonen wurden gefördert. Es wurde eine sicherere Umgebung und soziale Gerechtigkeit für Frauen und Mädchen in der Region geschaffen. Auf diese Weise konnten die Amazonen ihre Geschichte mit ihrem positiven Einfluss auf die Welt fortsetzen. Sie sind zu einem Symbol des Widerstands und der Entschlossenheit im Angesicht von Umwelt- und sozialen Herausforderungen geworden. Ihre Geschichte bleibt eine Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt, die nachhaltige Veränderungen anstreben und sich für den Schutz der Umwelt einsetzen. Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, zögern Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere spannende und informative Videos zu erhalten. Aktivieren Sie auch die Benachrichtigungsfunktion, um über neue Videos informiert zu werden. Besuchen Sie auch gerne unsere Playlist mit anderen Videos auf unserem Kanal, um mehr abwechslungsreichen und professionellen Inhalt zu entdecken. Dort finden Sie verschiedene Themenbereiche, die interessant und informativ sind. Wir sind darauf bedacht, hochwertigen und unterhaltsamen Inhalt in jedem unserer Videos zu bieten. Wenn Sie spezifische Ideen oder Vorschläge für zukünftige Themen haben, zögern Sie nicht, diese in den Kommentaren zu teilen. Nochmals vielen Dank für Ihre fortwährende Unterstützung und Ihr Interesse an unserem Kanal. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr großartigen Inhalt mit Ihnen zu teilen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und auf dem Laufenden zu bleiben.